Danke, Gary. Sie hören Search the Scriptures Daily, ein Programm, in dem wir jeden, der Gottes Wahrheit kennenlernen möchte, ermutigen, in Gottes Wort nach allem zu suchen, was für die Errettung und dafür wesentlich ist, sein Leben so zu führen, dass es ihm gefällt. In diesem ersten Abschnitt unseres Programms beginnen wir eine neue Reihe mit Dave Hunts Buch Seeking and Finding God. Nun, für einige von Ihnen, die unsere Sendung seit Jahren verfolgen, wir greifen das wieder auf. Und dafür gibt es einen guten Grund. Seeking and Finding God. Dave wird gleich in einer Minute erklären, worum es in dem Buch geht, Ihnen einen Überblick geben und warum er es geschrieben hat. Aber es geht um das Evangelium. Es ist zentral für alles, was wir hier tun. Wir schämen uns des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für alle, die glauben. Und wir wollen es immer wieder bekräftigen. Eines der Dinge, Dave, bei dem du mir sicher zustimmst, ist, dass ein Verständnis des Evangeliums innerhalb des bekennenden Christentums scheinbar verloren geht, sogar unter echten Gläubigen. Können Sie das Evangelium erklären? Können Sie nicht nur mit dem Evangelium Zeugnis geben, sondern ich stelle in vielen Fällen fest, weißt du, ich habe evangelikale Universitäten besucht, ich habe junge Leute interviewt, und ihre Unfähigkeit, das Evangelium zu erklären, ist eine große Sorge, die ich habe. Und ich denke, das ist im gesamten bekennenden Christentum verbreitet. Nun, Tom, da tauchen einige schwierige Fragen auf. Und ich bin besorgt über die neue Welle des aggressiven Atheismus. Und eines von den Dingen, die ein Atheist sagen würde. Ich erinnere mich, dass Christopher Hitchens es in einer Debatte gesagt hat. Also, das ist doch nicht, ich meine, ihr sagt, dass der Unschuldige für den Schuldigen stirbt. Das ist böse. Das ist nicht richtig. Tatsächlich haben wir das gerade in unserem jüngsten Newsletter behandelt. Nun, Dave, lass mich dazu noch etwas hinzufügen. Als wir unsere Reihe über die Emerging Church durchgegangen sind, erinnerst du dich an das Zitat eines der Leiter, der sagte, das sei eine Form von kosmischem Kindesmissbrauch. Richtig, ja. Was ist hier los? Ja, also Tom, lass mich erklären, warum ich dieses Buch Seeking and Finding God geschrieben habe. Ich weiß nicht, wie viele der Zuhörer das gehört haben, aber ich habe wahrscheinlich dutzende Male gesagt, dass ich die Existenz Gottes dadurch beweisen kann, neben wen er mich im Flugzeug setzt. Und das passiert immer und immer und immer wieder. Tatsächlich, Tom, als du und ich zurückgekommen sind, naja, wir haben uns in Portland getroffen, weil wir aus unterschiedlichen Richtungen gekommen sind. Nun, wir kamen aus Toronto. Richtig, aber du bist eine andere Route geflogen. Jedenfalls sitzt da ein junger Mann neben mir. Du bist direkt gegenüber auf der anderen Seite des Guns. Und man hätte das nicht arrangieren können. Er ist nicht ganz ein Atheist, eher agnostisch. Aber er steuert auf Atheismus zu, war einmal angeblich Christ. Und ich glaube, war er katholisch gewesen? Weißt du, ich kann mich im Moment nicht erinnern, Tom. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich sollte solche Dinge auftreiben. Was für ein passender Zeitpunkt, ihn zu treffen. Er denkt nach. Er ist ein Denker. Er will wirklich die Wahrheit wissen. Und wir hatten ein großartiges Gespräch. Nun, ich treffe so viele dieser Leute an verschiedenen Orten, aber viele von ihnen im Flugzeug. Dave, lass mich dir ein anderes Beispiel geben. Du erinnerst dich, wir sollten auf einem Flug von San Francisco zusammensitzen. Und da sitzt dieser große Kerl auf dem Platz neben dir, auf meinem Platz. Und ich denke mir, naja, will ich mir den Ärger antun? Wir waren in San Francisco tatsächlich kurz draußen, weil es eine kleine Pause gab. Und als wir zurückkamen, um unsere Plätze 9b und c einzunehmen, saß jemand auf 9 Charlie. Richtig. Das war mein Platz. Also, dieser junge Mann ist ein Marine, okay? Nun, ich sagte, Tom, wir holen den Kerl da raus. Der gehört da nicht hin. Richtig, richtig. Aber du hast es scherzhaft gesagt, weil du immer bereit bist, Leuten entgegenzukommen. Ja, okay. Wenn es der Wille des Herrn ist, dass er da sitzt, dann lassen wir ihn da sitzen. Ich lag falsch, Tom. Und der Herr,
Das war wieder so eine dieser providentiellen Handlungen Gottes, dass dieser Mann neben dir saß. Denn warum? Nun, er war ein Heide innerhalb der Streitkräfte. Das war seine Religion in den Streitkräften. Ich glaube, er hatte einen baptistischen Hintergrund, aber er war daraus herausgesprungen in den Heidentum. Und Dave, ich kenne niemanden, von dem ich sagen würde, dass er die Religion, mit der er gerade angefangen hatte, so gut versteht wie du. Und du könntest noch hinzufügen, du konntest ihm besser erklären, worin er da steckte, als er selbst es verstanden hatte. Nun, Tom, um es noch ein bisschen wunderbarer zu machen. Er hatte einen Kumpel, sie waren zu zweit, 2 Marines. Nun, wenn sie beide drin gewesen wären, glaub mir, ich hätte sie da rausgeholt. Denn dieser Sitz, 9 Bravo, der ist auf meinen Namen gebucht und ich bekomme den Monate im Voraus. Aber das ist für unsere Zuhörer und Zuschauer ein Puddle-Jumper. Mit anderen Worten, es ist ein Propellerflugzeug, das uns nach Bend, Oregon bringt, zwischen San Francisco oder Portland und was auch immer. Ich muss aus verschiedenen Gründen meine Beine ausstrecken. Nein, aber es ist anders. Da gibt es einen anderen Ausgang. Es ist ungefähr normal, aber bei diesem hier konntest du mit dem Fuß kaum den Sitz vor dir berühren. Also, das ist mein Platz. Und Tom, du saßt neben mir, und wir hatten sie reserviert. Wir hatten den Beweis. Diese Jungs, wer glauben die, dass sie sind, dass sie auf unseren Plätzen sitzen? Also, wenn beide dort gewesen wären, hätten wir beide rausgeschickt. Ich meine, auf nette Weise. Aber der andere Kerl war noch nicht ins Flugzeug gekommen. Also ist jetzt nur einer da. Er sitzt auf deinem Platz, also lassen wir es so. Tom hat weise gespürt. Vielleicht hat der Herr damit etwas vor. Nun, das passiert dir immer und immer wieder, Dave. Also denke ich mir nur, na, da geht's wieder los. Aber kannst du dir vorstellen, er ist aus Okinawa. Er ist den ganzen Weg zur Lemoore Air Station gekommen, glaube ich, wo sie Unterwassertraining machen werden. Kannst du das glauben? Sie kommen aus Okinawa, um Unterwassertraining im Schwimmbecken der Lemoore Air Station zu machen. Aber wieder. Der Punkt ist doch, wen sonst hätte der Herr diesen jungen Mann neben sich setzen können, der so gut informiert war über die Religion, in die er eingeführt worden war, und der er nun mit ganzem Herzen nachging. Also, ihr hattet ein großartiges, weißt du, ich habe das Gespräch mitgehört. Es war unglaublich. Also, deshalb habe ich Seeking and Finding God geschrieben. Denn was gebe ich jemandem wie diesem? Sie wollen mehr wissen, sie sind interessiert. Ich dränge es den Leuten nicht auf, wenn sie nicht interessiert sind. Und manchmal, nein, ich erzähle keine weitere Geschichte, wir müssen hier vorankommen. Aber ich musste etwas haben, das ich Leuten geben kann, die interessiert sind, aber viele Fragen haben. Vielleicht sind sie in Reinkarnation drin. Vielleicht sind sie im Atheismus. Vielleicht sind sie in Evolution. Wer weiß. Also, deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Jetzt habe ich etwas, das ich Leuten geben kann. Und unsere Zuhörer da draußen, ich bin sicher, Gary wird Ihnen sagen, wie Sie es bekommen. Sie könnten dieses Buch für Ihren eigenen Glauben sehr hilfreich finden. Es ist ein kleines Buch. Ich schätze, eines der kleinsten, die ich je geschrieben habe. Dave, du hast recht. Gary wird später einige Informationen geben. Aber für eine kurze Zeit wollen wir das Buch zum halben Preis anbieten. Das sind ungefähr $3,50. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber Gary wird unsere Zuhörer, unser Publikum informieren. Und wie du gesagt hast, es ist ein sehr kleines Buch. Ich glaube nicht, dass es wahrscheinlich sind es weniger als 150 Seiten Inhalt. Wow, das ist erstaunlich. Es ist erstaunlich, aber Dave, das Spannende ist, dass es das Evangelium darstellt. Es erklärt das Evangelium, all die Dinge, die ich am Anfang der Sendung hier gesagt habe, die wichtigen Dinge. Und deshalb haben wir das wiederholt. Ich glaube, wir haben diese Reihe schon 2004 gemacht, aber es ist das Evangelium. Wir müssen das, glaube ich, immer wieder vor unser Publikum bringen, sowohl das zuschauende als auch das hörende Publikum. Nun Kapitel 1,
Dave, du nennst das erste Kapitel die Notwendigkeit von Gewissheit und du konzentrierst dich auf den Tod. Nun, das ist nicht gerade eine herzerwärmende, publikumswirksame Note oder ein Thema, um das Interesse der Leser zu gewinnen. Warum beginnst du mit dem Tod? Nun, Tom, es gibt so viele Gründe. Nehmen wir Christopher Hitchens, Atheist, sehr brillanter Kerl. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm debattieren wollte. Er ist so schnell mit seinem Witz. Aber er hat alles auswendig. Er hat das mit verschiedenen Christen durchgespielt. Nun, sicher willst du seinen Stil nicht übernehmen. Aber inhaltlich, Dave, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Richtig. Aber er kann Dinge verdrehen. Und er kann die Bibel zitieren. Und du musst, wenn du ihn noch nie gehört hast, darauf kommen. Deshalb höre ich mir diese Debatten an. Jetzt weiß ich einigermaßen, was sie sagen werden. Aber Christopher Hitchens sagt zum Beispiel, nun, es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. Wenn du tot bist, bist du tot. Du wirst es nicht wissen. Nun, das ist eine Sicht. Andere Leute haben andere Sichtweisen. Sie sind sich nicht sicher. Und warum sollte ich weiterleben? Und weißt du, eine meiner Standarderklärungen, jemand im Flugzeug oder wo auch immer, du kannst es in ein paar Minuten erklären. Nun, dein Gehirn denkt nicht. Es ist Materie, materiell, es ist Energie und die denkt nicht. Da sind keine Gedanken. Du kannst deine Gehirnzellen nicht zum Denken bringen. Genauso wenig wie die Leberzellen. Woher willst du Gedanken über Heiligkeit oder Gerechtigkeit bekommen? Oder Wahrheit oder Gerechtigkeitssinn oder Ambitionen oder Wünsche? Ich meine, wenn dein Gehirn deine Gedanken hervorgebracht hätte, dann würdest du dich fragen, was wird mir mein Gehirn als nächstes sagen, was ich tun soll? Das ist lächerlich. Also du bist der Denker in deinem Körper und du benutzt das Gehirn, um eines der ersten Dinge, die Gott in Genesis tut, und ich weiß nicht einmal, was ich in diesem Buch gesagt habe, also wäre es wahrscheinlich völlig anders. Aber eines der ersten Dinge, die Gott tut, sehr erstaunlich, in Genesis, das ist Kapitel 2. Nun, da steht, er formte Adam aus dem Staub der Erde. Nun, wir wissen, dass unsere Körper, das ist die chemische Zusammensetzung, und bei Beerdigungen hört man den Prediger sagen, Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Nun, das hat Gott zu Adam gesagt. Aber dann kommt diese Aussage, er formte den Menschen aus dem Staub der Erde. Er blies den Odem des Lebens in seine Nase, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Also sagt die Bibel sofort, dass es einen Unterschied zwischen dem Physischen und dem Geistlichen gibt. Und du kannst zum Beispiel Ideen nicht erklären. Ich liebe es, wie manche Wissenschaftler, und sie sind nicht einmal Christen. Hier ist Sir Arthur Eddington. Ich hoffe, er wurde Christ. Aber er war jedenfalls sehr nahe dran. Aber er sagt, jemand sagt, dieses Gerede über nicht-physische Wesen sei Unsinn. Nun, sagt er, gib mir eine materialistische Erklärung oder Beschreibung von Unsinn. Und dann weist er darauf hin, er sagt, es gibt einen Unterschied zwischen physikalischen Gesetzen, denen man gehorchen muss, und moralischen Gesetzen, denen man gehorchen sollte. Er sagt, sollte führt uns hinaus aus Physik und Chemie. Du kannst es in diesen Begriffen nicht erklären. Also sofort. Das ist es, was Gott tut. Er formte ihn aus dem Staub der Erde. Das ist der Körper. Aber er blies den Odem des Lebens in seine Nase. Nun, wenn du, unterbrich mich einfach, Tom, ich rede zu viel darüber. Nein, nein. Das steht sicher nicht im Buch. Nun, nein. Tatsächlich steht es drin, Dave. Aber weißt du, das Wunderbare daran, ein Buch durchzugehen, das du vor ein paar Jahren geschrieben hast, ist, dass du gerade an einem anderen Buch arbeitest, das auch dazu passt. Also hoffen wir werden durch Seeking and Finding God gehen. Aber wir werden noch ein paar Details hinzufügen, die vielleicht nicht im Buch sind, oder vielleicht die Dinge besser erklären, die du sehr einfach dargelegt hast. Ja, ich glaube nicht, dass ich in diesem Buch über das Gesetz der Biogenese gesprochen habe. Und das ist ein Gesetz, von dem Sie alle zugeben, dass es wahr ist. Was ist das Gesetz der Biogenese?
falls unsere Zuhörer noch nie davon gehört haben. Leben kommt aus Leben. Du kannst kein Leben aus dem Tod bekommen. Wer ist der Herr, ein Wissenschaftler, der das bestätigt hat? Louis Pasteur. Deshalb pasteurisieren wir Milch. Früher dachte man, oh, da ist ein Haufen Mist, schau, da ist nichts, und dann fängt plötzlich etwas darin an zu zappeln. Und spontane Generation. Das haben sie alle geglaubt. Nun, Pasteur hat diesem Aberglauben ein Ende gesetzt. Du pasteurisierst das, und da wird nichts mehr daraus hervorkommen. Und ich möchte nur anmerken, für diejenigen, die an den Urknall glauben, was ich nicht tue, viele Wissenschaftler, eine wachsende Zahl führender Wissenschaftler, lehnt die Idee eines Urknalls ab. Aber was meinst du damit, Dave? Für jemanden, der diese Idee noch nie gehört hat. Nun, da war nichts. Ich will mich nicht darüber lustig machen. Da war nichts, und nichts hat beschlossen, dass wir alle zusammenkommen und eine große Explosion machen. Nein, da war nichts, aber irgendwie kam Energie dazu. Sie können uns nicht sagen, was Energie ist, woher sie kam, und sie würden sagen, dass es dieses gesamte Universum war, was zu diesem gesamten Universum wurde, zusammengepresst in... Ich erinnere mich, dass ich in Paris, Frankreich saß und das mit einem Wissenschaftler diskutierte. Er erzählt mir das, und er sagte, die Größe einer Aspirintablette, so groß sei die gesamte Energie gewesen, in die das zusammengepresst war. Und dann, bumm, wir bekamen eine Explosion. Nun denk mal darüber nach im Zusammenhang mit dem Gesetz der Biogenese und Pasteurisierung. Ich meine, dieser Feuerball, so sagen sie, hätte alles mindestens 1 Billion Mal pasteurisiert. Und jetzt willst du daraus Leben bekommen? Irgendwie soll diese Materie, die du da hast, die Sterne und so weiter, lebendig werden? Nein. Also ist es nicht interessant. Tom, ich liebe die Bibel. Du kommst nicht an ihr vorbei. Ich sage das oft, und sie wird jede Frage beantworten, die du stellen willst. Was sagt Johannes 1, beginnend mit Vers 1? Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch ihn gemacht, und ohne ihn ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und dann heißt es, in ihm war Leben. Gesetz der Biogenese. Leben kommt aus Leben. Du wirst es nicht aus toter Materie bekommen, okay? In ihm war Leben. Und so gehst du zurück zur Genesis. Wow, die ganze Bibel hängt zusammen. Gott blies den Odem des Lebens in seine Nase. Das ist mehr als nur etwas in unseren Lungen. Also, Dave, du beginnst dieses Buch wieder mit dem Tod. Und was wir sehen werden, wir sprechen jetzt darüber, aber wir werden es, so der Herr will, in den nächsten paar Wochen sehen, ist, dass es andere Sichtweisen gibt. Nummer 1. Wir beginnen mit denen, die sagen, hey, wenn du tot bist, bist du tot. Punkt. Das ist das Ende. Und so weiter. Damit machen wir nächste Woche weiter. Und danach gibt es noch ein paar andere Vorstellungen. Tod und bedingungslose Annahme ist der nächste Schritt in der Entwicklung unserer Existenz. Geistliche Ereignisse. Nun, Tom, ich will einfach, dass Sie wissen, dass der Tod nicht alles beendet. Richtig. Wenn du tot bist, ja, dein Körper ist tot, aber, und Tom, ich habe es Leuten wahrscheinlich 100-mal im Flugzeug gesagt, wenn dein Körper im Grab schimmelt, verfault und zu Staub wird, wo bist du? Der Denker. Dein Gehirn hat deine Gedanken nicht hervorgebracht. Du hast deine Gedanken hervorgebracht. Du bist ein nicht physisches Wesen, das in einem physischen Körper lebt. Du kannst es nicht widerlegen. Es ist einfach. Nun, wohin bist du gegangen? Du unterliegst nicht den Gesetzen von Chemie und Physik. Du bist ein nicht physisches Wesen und du existierst weiter. Die Bibel sagt, wir werden Gott im Gericht begegnen. Wir werden Rechenschaft ablegen für alles, was wir getan haben. Siehst du, Tom, lass mich nicht zu weit abschweifen. Aber hier ist Richard Dawkins, wahrscheinlich der Anführer der neuen Atheisten, die darauf aus sind, jeden Gedanken an Gott zu zerstören. Und ich kann diese Typen nicht begreifen. Sie widersprechen sich selbst. Also sagte Richard Dawkins, ich halte mich einfach für so glücklich, gerade jetzt zu leben. Zu dieser Zeit der Geschichte. Moment mal, Leben. Du bist nicht einmal ein winziger Ausschlag auf der kosmischen Skala.
und du wirst sehr bald sterben. Du wirst nur sehr kurz hier gewesen sein. Deine Bücher werden alle zu Staub geworden sein. Und das ganze Universum steuert auf den Tod zu. Der ganze Kosmos steuert auf ewige Nacht zu. Eingefroren, alles ist weg. Was ist die Bedeutung deines winzigen kleinen Lebens? Du könntest es nicht einmal auf der kosmischen Zeitskala finden. Und du bist glücklich und findest es großartig, dass du hier bist? Das ergibt keinen Sinn. Okay, also gibt es viele Dinge, mit denen wir Menschen konfrontieren müssen. Tom, ich habe mit jungen Leuten gesprochen. Nun, sie wollen nicht über den Tod reden. Und ich kann ihnen sagen, ich dachte früher, das sei so weit in der Zukunft. Wow, für mich ist es jetzt sehr nah. Ich sage oft zu Leuten, schau, ein Geschäftsmann, der neben mir sitzt. Nun, du hast viel für deine Karriere vorbereitet. Du hast eine Ausbildung gemacht. Du weißt schon, du hast einen Job bekommen. Du hast hart daran gearbeitet. Aber hast du jemals darüber nachgedacht, wo du sein wirst, nachdem du gestorben bist? Vielleicht solltest du besser darüber nachdenken und dafür planen. Denn das wird sehr viel länger dauern als dieses kurze Leben. Nun, Dave, ich werde unterbrechen und zurückgehen, um unser Publikum wissen zu lassen, womit du dich beschäftigen wirst, worüber wir sprechen werden. Du beginnst mit 3 Punkten. Den ersten Teil hast du bereits angesprochen. Tod. Und es gibt nichts, wofür man sich vorbereiten müsste. Wenn du tot bist, bist du tot. Das ist das Ende von allem. Damit machen wir nächste Woche weiter. Und danach gibt es noch ein paar andere Ideen, die diejenigen haben, die über den Tod nachdenken oder ihm etwas Aufmerksamkeit schenken. Tod und bedingungslose Annahme ist der nächste Schritt in der Entwicklung unserer Existenz. Es ist ein geistlicher Fortschritt, das glauben viele. Nummer 3, auf den Tod folgt eine körperliche Wiedergeburt, die das Leben durch einen fortlaufenden Kreislauf von Tod und Wiedergeburt verbessert. Also, das sind 3 Vorstellungen, die Menschen im Hinterkopf haben, im Zusammenhang mit dem Tod. Nun, was ist mit Tod und wieder? Wir werden das schnell anreißen, aber in den kommenden Wochen etwas Zeit darauf verwenden. Tod und bedingungslose Annahme. Worum geht es da? Nun, Tom, wenn man klinisch tot ist, so nennen sie das, ich glaube nicht, dass es so etwas gibt. Sonst gäbe es eine Auferstehung. Also, diese Leute kommen zurück. Ich habe mit Elisabeth Kübler-Ross debattiert, falls sich jemand an sie erinnert. Death and Dying. Sie war Psychiaterin. richtig. Eine Psychiaterin, sie hatte, glaube ich, 20.000 interviewt. Und fast ohne Ausnahme. Oh ja, ich sah mich durch diesen Tunnel gehen und dann kam ich an einen wunderschönen Ort. Und da war dieser Lichtstrahl. Und es gab keine Sünden zu bekennen. Ich spürte einfach diese Wärme und diese Liebe. Diese kosmische Liebe und bedingungslose Annahme. Und ich wollte nicht zurück. Aber dann wurde mir gesagt, dass ich zurück müsse, um diese Botschaft zu bringen. Und was ist die Botschaft? Nun, eine der Lügen der Schlange. Du stirbst nicht wirklich. Also, das ist eine Vorstellung. Nun, nicht nur das, sondern du wirst angenommen, egal was du getan hast. Das ist alles eine Lernphase. Und du wirst zur nächsten Ebene weitergehen. Und so weiter. Der Spiritismus lehrt das schon seit langer Zeit. Und viele der Weltführer waren darin involviert. Zum Beispiel Königin Victoria. Sie stand über Medien mit ihrem verstorbenen Mann, Prinz Albert, in Kontakt. Und ich könnte eine ganze Menge anderer Führer nennen. Lincoln, im Weißen Haus gab es Seancen. Es ist eine populäre Idee. Man würde in die Graduate School weitergehen, weiter seine Lektionen lernen und wir machen Fortschritte. Und Dave, der 3. Punkt. Auf den Tod folgt eine körperliche Wiedergeburt. Das ist nicht nur Hinduismus, das ist Yoga, sondern es ist auch eine New Age-Idee, die sozusagen für die westliche Kultur homogenisiert wurde. Also werden wir, so der Herr will, in unseren nächsten Sendungen über all das sprechen.